Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und herzlich willkommen. Heute wird es wahrscheinlich für die ein oder anderen von euch endlich mal wieder was Neues sein. Für die nämlich, die sich mit Informatik ein bisschen auskennen. Und ja, Merge Sort ist tatsächlich schon eine kleine Herausforderung. Selbst ich musste mein Gehirnschmalz ein bisschen anstrengen, um diesen wundervollen Algorithmus hier in Code zu fassen. Aber ja, es ist eigentlich ein toller Algorithmus und wir werden sehen, dieses n-log-n, das ist so viel schneller als n². Ihr werdet staunen und genau das wollen wir heute machen. Okay, eine Kleinigkeit vorweg. Merge Sort ist ein rekursiver Algorithmus. Das heißt, wir brauchen Rekursion hier. Wir werden unseren Code, quasi die Funktion oder die Methode, je nachdem welche Sprache ihr verwendet, werden wir intern nochmal aufrufen. Und dazu verwenden wir Parameter. Das heißt, wir brauchen hier natürlich noch quasi den Anfang und das Ende von unserer Teilliste. Das heißt, wir geben hier an unseren Merge-Sort-Algorithmus direkt an, hey, schau mal, du hast da noch ein linkes und ein rechtes Ende. Damit wir quasi immer nur auf einer Teilliste arbeiten. Wir werden die ganze Zeit, um quasi Platz zu sparen, damit wir nicht 100.000 Listen haben, weil das frisst wirklich viel Speicher, wenn die Dinger groß werden, werden wir nur eine Liste jeweils haben und die pflegen und dort die Elemente quasi erneuern. Aber ja, wir werden natürlich trotzdem da, angeben müssen, von wo bis wo wir eigentlich arbeiten. Und dafür sind diese L und Rs da. Jetzt ist es natürlich irgendwie unschön, wenn man hier sagen möchte Merge Sort und ich muss jetzt auch noch angeben 0 und len von L. Das ist uncool. Deswegen hat Python da die Methoden oder den Mechanismus, dass man Standardparameter angeben kann. Und hier sagen wir ganz einfach, okay, wenn man nichts angibt, was ja der normale aufrufende Nutzer tut, dann ist L 0 und R ist gleich None. Und intern sagen wir dann, wenn R None ist, man kann leider nicht die Länge der Liste direkt setzen, wenn R None ist, dann setzen wir R auf die Länge der Unsorted List -1. Und das ist quasi jetzt erstmal so kann man das Ding auch vernünftig aufrufen. Wir kriegen nicht mal was zurück, wir werden keinen Return-Wert haben, sondern wir werden hier einfach direkt auf der Liste arbeiten. Das heißt, wenn wir hier L reingeben, ist L danach auch sortiert. Und das ist das Coole dabei. Ja, okay. So, jetzt fangen wir mal mit dem richtigen Algorithmus an. Zunächst einmal überlegen wir uns, was soll denn eigentlich geschehen? Und das ist eigentlich relativ einfach. Wir wollen sozusagen Merge Sort mit der linken Teilliste und der rechten Teilliste aufrufen und dann bekommen wir aus Merge Sort, also ich mache das mal ganz kurz, wir machen Merge Sort, wir sagen die Unsorted List, wir sagen, hier fangen wir ganz links an und wir gehen bis in die Mitte rein und dann bekommen wir hier den linken Teil unserer Liste sortiert. Also der linke Teil ist danach sortiert in unserer Liste und wenn wir dann sagen Merge Sort, Unsorted List, die Mitte und bis zum rechten Rand, dann ist der rechte Teil der Liste sortiert. Und danach fügen wir die beiden unsortierten Teile zusammen. Das machen wir, indem wir die Merge-Funktion aufrufen. Einfach Merge und zwar mit der unsortierten Liste mit links, Mitte und rechts. So, und das ist quasi unser Algorithmus. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn wir diesen Algorithmus hier innen drin nochmal aufrufen, naja, also zunächst einmal, wie definieren wir eigentlich die Mitte? Die Mitte ist eigentlich recht einfach auszurechnen wieder mal. Und zwar sagen wir hier, ja gut, ist logischerweise der linke Rand plus der rechte Rand. Falls wir mit dem linken Rand nicht bei 0 sind, müssen wir das natürlich auch bedenken. Und damit wir hier nicht außerhalb von unseren Ketten sprengen, müssen wir hier -1 machen und wir runden das Ganze ab. Und damit haben wir das quasi erreicht. Damit haben wir unsere Mitte berechnet, abgerundet immer. Das heißt, wenn wir 4 Elemente haben, dann ist die Mitte hier 2 und nicht 3. Also wir runden immer ab, okay? Beziehungsweise bei 5 Elementen ist die Mitte 2 und nicht 3. So, und wenn wir das jetzt machen, dann wird das Ding unendlich lange weiterlaufen, mal abgesehen davon, dass es abstürzen wird, weil wir Merge nicht definiert haben. Aber es wird unendlich lange weiterlaufen, weil wir, naja, kein Abbruchkriterium haben. Und das braucht man bei Rekursion immer. Also immer. Eure Sachen dürfen sich nicht unendlich lange selbst aufrufen. Und das ist bei uns ganz einfach der Fall, wenn der linke Rand größer ist als der rechte Rand, dann wollen wir abbrechen. Das heißt, wir wollen diesen Algorithmus nur ausführen, solange der linke Rand kleiner ist als der rechte Rand. Ist ja logisch, oder? Wenn der rechte Rand bei 0 ist und der linke Rand bei maximale Liste, dann stimmt da irgendwas nicht. So haben wir das nicht definiert. Und deswegen kann man das einfach so sagen hier. Und wie gesagt, wir arbeiten immer auf der Liste, das heißt, wir verändern die Werte direkt innerhalb der Liste, ohne jetzt eine separate Liste zurückzugeben. Das heißt, wir müssen hier auch nichts speichern und wir müssen hier auch nichts zurückgeben oder irgendwas Spezielles machen. Wir rufen dann halt einfach die Funktion nicht auf, weil diese Listen oder diese Teillisten fertig sortiert sind, wenn L größer als R ist oder gleich groß.
Gut. So, das ist der einfache Teil gewesen. Jetzt geht's ans Mergen. Und wir wollen selbstverständlich jetzt Folgendes machen. Wenn wir hier zwei Listenteile bekommen, der eine geht von L bis M. Oh, Achtung, hier muss ich natürlich M plus 1 eingeben. Der eine Listenteil geht von L bis M. Der andere Listenteil geht von M plus 1 bis R. Dann wollen wir immer die ersten Elemente der jeweiligen Teillisten vergleichen. Welches ist größer, welches ist kleiner. Haben wir ja alles letztes Video ganz gut geklärt. Und dann wollen wir sagen, okay, wir nehmen das kleinere Element und packen das in die nächste Liste. Und das machen wir in unserer Merge-Funktion. Die Merge-Funktion bekommt erstmal die Liste, dann bekommt sie den linken Rand, die Mitte und den rechten Rand. So, und wir fügen das jetzt zusammen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wir müssen allerdings irgendwie zwischenspeichern, wo auch die rechte Liste angefangen hat, und wir müssen für später auch zwischenspeichern, wo eigentlich die linke Liste angefangen hat. Das ist nicht immer 0, deswegen müssen wir uns das quasi merken. Deswegen habe ich hier mal überlegt, wir könnten eine Variable namens Divider nehmen. Da sagen wir, da fängt die rechte Liste an und wir speichern uns L rein, damit wir einen L-Cache haben sozusagen. Damit wir einfach nachher wissen, wo die linke Liste eigentlich angefangen hat. Und wir brauchen, weil wir nicht die ganze Zeit in Place arbeiten können, eine Outlist. Wie gesagt, es ist ja nicht, also Merge Sort tauscht ja nicht in dem Sinne die einzelnen Zahlen aus, also quasi swappt die beiden Zahlen, sondern ihr baut wirklich eine neue sortierte Teilliste. Und die überschreibt dann halt einfach in unserem Fall einfach später die normale Liste, damit wir nicht so viel Speicherplatz verbrauchen. Okay, so, weiter geht's. Das heißt, jetzt wollen wir das mit dem ist das Element kleiner, fügen wir es ein. Ist das Element kleiner, fügen wir das ein, machen. Okay, wie machen wir das? Nun, im Endeffekt wissen wir doch eigentlich, von wo bis wo wir unsere Liste haben. Also auf welchem Teil unserer Liste hier, das erinnert euch, das ist die ganze Liste. Wir geben hier immer die Unsorted List rein. Die ändert sich nicht. Wir kriegen hier die komplette Liste jedes Mal. Aber wir wissen, auf welchem Abschnitt wir arbeiten wollen. Und zwar von L, das ist unser kleinstes Element, bis hin zu R, das ist unser größtes Element. Ja? Und das bedeutet, wir können ja einfach sagen, ja gut, dann laufen wir doch einfach mal da durch. Und zwar for i in Range von R, also das ist quasi der rechte Rand, aber minus L plus 1. So viele Elemente haben wir in unserer Teilliste drin. Und das nutzen wir jetzt quasi. Wir brauchen i eigentlich, naja, nicht wirklich benutzen. Wir müssen nur wissen, wie oft wir das eigentlich machen wollen. Und sagen jetzt hier, okay, wir nehmen einfach mal an, dass das Listenelement, also Liste von L, dass das Ding kleiner ist als List von Divider. Jetzt, was bedeutet das? Ihr erinnert euch, List von L ist das erste Element unserer linken Teilliste, während L oder List von Divider ist das erste Element unserer rechten Teilliste. Ja? Okay, das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir wissen, dass also wenn wir in diesem Fall überhaupt reinkommen, dann wissen wir, dass die linke Teilliste ein kleineres Element vorne hatte als die rechte Teilliste. Also quasi das A, während das andere also List von L ist dann quasi A und List von Divider ist quasi euer E. Ja? Also quasi das größere Element ist in List von Divider im rechten Teil. Was wir dann machen, ist einfach, naja, wir sagen outlist.append und zwar ganz einfach List von L. Weil das ist ja das kleinere Element. So, und jetzt müssen wir aber eins weitergehen, damit wir wissen, okay, anschließend müssen wir hier das nächste Element betrachten. Das nächstgrößere Element, weil die List von L, also der linke Teilbereich, ist ja an sich auch schon sortiert. Aber wir dürfen jetzt natürlich nicht das kleinste Element 100 Mal betrachten, sondern müssen irgendwann auch mal in die größeren Elemente reingehen. Okay, und der andere Fall ist relativ eindeutig eigentlich. Wenn List von L größer oder gleich groß ist wie List von Divider, dann fügen wir einfach in die Outlist unser List von Divider ein. Und anschließend müssen wir selbstverständlich mit unserem Divider 1 nach rechts gehen, das heißt 1 größer werden, damit wir da auch das nächste Element, also das zweite Element dieser Teilliste betrachten. So, jetzt wird es allerdings ein bisschen tricky. Was machen wir, wenn in der linken Teilliste keine Elemente mehr drin sind? Wenn wir jetzt hier mit L irgendwann mal zu groß werden, dann haben wir das Problem, dass wir automatisch in die rechte Teilliste kommen. Also das heißt, wir überprüfen quasi, ist das zweite Element in der linken Teilliste größer als das
oder kleiner als das 5. Element der rechten Teilliste. Ja? Das funktioniert nicht, weil dann landen wir mit List von L irgendwann in der rechten Teilliste drin und dann bauen wir quasi die Elemente zweimal ein. Das dürfen wir nicht. Das heißt, wir müssen überprüfen, ist denn vielleicht unser L aus Versehen größer als M geworden? Ihr erinnert euch, das ist das mittlere Element hier. Das heißt, wenn wir sagen, unser Listenelement L ist größer als das rechteste Element in unserer linken Teilliste, dann müssen wir hier tatsächlich sagen, ja gut, dann ist die linke Teilliste einfach aufgebraucht, dann gibt es da nichts mehr drin. Das heißt, wir haben nur noch List von Divider zur Verfügung, alle anderen Elemente sind aufgebraucht. Und dann sagen wir hier, Divider ist gleich Divider plus 1. Der zweite Fall ist, dass die rechte Teilliste zuerst komplett aufgebraucht ist, weil da halt die Elemente kleiner waren als in der linken. Und das bedeutet, ups, hier sollte ich kein else reinschreiben, sondern ein elif. Und das bedeutet, dass hier Divider größer geworden ist als R. Da müssen wir besonders vorsichtig sein, denn wenn wir Divider größer als R haben, dann landen wir direkt komplett außerhalb unserer Liste und bekommen dann direkt einen Fehler um die Ohren geschmissen, weil wir auf das Element nicht zugreifen dürfen. Also sagen wir hier, okay, dann gibt es offensichtlich nur noch die rechte Teilliste und dann sagen wir hier Output oder Outlist.append List von L. Und damit sind wir nur noch im linken Teilbereich der Liste und vergrößern selbstverständlich auch hier immer um 1, damit wir jedes Element nur einmal anfassen. Gut. Ja, und damit haben wir es eigentlich soweit. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir wollten in-place arbeiten, deswegen gibt es hier diese Outlist und ja, wir müssen es jetzt noch irgendwie umschreiben in unsere normale Liste wieder rein. Und das machen wir hier unten drunter. Hier sind wir quasi einmal fertig mit Sortieren. In Outlist steht jetzt das komplett sortierte Werk drin, was diesen Teilbereich der Liste, der von L bis R geht, enthält. Und jetzt müssen wir das nochmal in unsere Liste wirklich reinschreiben, weil wie gesagt, wir haben keinen Output hier in dieser Rekursion. Das heißt, wir sagen hier einfach for i in range die Länge von der Output-List, denn jedes dieser Elemente müssen wir jetzt kopieren. Und dann sagen wir einfach, wir überschreiben das Element in der Liste i plus, Achtung, deswegen haben wir L-Cache gespeichert, damit wir wissen, wo wir eigentlich anfangen müssen zu schreiben. Denn wir dürfen nicht einfach das nullte Element in unserer Liste speichern. Es könnte ja sein, dass wir auf der rechtesten Teilliste arbeiten und dann dürfen wir da natürlich nicht schreiben. Also es kann ja sein, dass wir quasi L-Cache auf 50 haben. Wenn wir dann bei 0 schreiben in unserer Output-Liste, naja, das wäre katastrophal. Okay, und ja, da soll natürlich Outlist von i rein. So, wunderbar, meine Damen und Herren, das ist es eigentlich auch schon. Das ist unser Merge-Sort-Algorithmus. Jetzt bin ich gespannt, was ihr meint, wie schnell das Ding wohl sein wird. Ihr erinnert euch, Selection Sort war es, glaube ich, der war bei 4,5 Sekunden für 9999 Elemente. 4,5 Sekunden haben wir gebraucht, also 4,5 war hier die Ausgabe. Ich meine, die anderen waren sogar noch länger, also teilweise bei 8 Sekunden und so weiter und so fort. Die liefen alle in n². Das ist der erste Algorithmus, der hier in log n mal n läuft, also n log n. Und ja, wir sehen, das Ding ist wahnsinnig schnell. Wir brauchen 0,066 Sekunden. Und das Ding ist sortiert. Wir haben hier das Assert drin. Das heißt, wir haben das alles offensichtlich richtig gemacht. Jedes Element ist sortiert. Und ihr seht auch, ich habe in meinem Code nicht irgendwie eine gecheatete Liste, sondern ich habe wirklich zufällige Zahlen von 0 bis 999 drin und die auch komplett zufällig in einer knapp 10.000 elementigen Liste drin. Wir können das auch mehrfach ausführen. Ihr seht 0,09, da hatten wir jetzt ein bisschen mehr Pech gerade. Da mussten wir, also die Vergleiche brauchen hier natürlich auch ein bisschen Zeit, ne? Also diese Vergleiche hier. Da haben wir dann mal Glück, mal weniger Glück, aber wir sehen hier 0,06, 0,08, 0,067, 0,05 sogar hier mal. Also wir sind wirklich sehr, sehr viel schneller, um einen Faktor 100 sogar schneller teilweise als beim Merge Sort. Gut, nicht ganz, ich gebe es zu, also vielleicht Faktor 50. Aber Faktor 50 bei 10.000 Elementen ist wirklich ein Wort, oder? Also ich finde, da lohnt sich dieser Mehraufwand, dieser mehr Gehirnschmalz schon ordentlich. Denn überlegt mal, wenn wir jetzt hier nicht 999 Elemente, sondern 99.999, also knapp 100.000 Elemente haben. Ihr wisst noch, wie lange wir dafür gebraucht haben. Und hier brauchen wir jetzt 1,137 Sekunden. Bei dem anderen waren es deutlich mehr als 10 Sekunden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ist schon ein bisschen her bei mir, dass ich das aufgenommen habe. Aber ihr erinnert euch, das hat schon sehr, sehr lange gedauert und das ist wirklich eine Bereicherung, würde ich sagen.
Ja, gut. Nächstes Mal gibt es den nächsten Algorithmus für euch und zwar Quicksort. Den gibt es erstmal in der Theorie. Hab mir Mühe gegeben, es sieht ein bisschen animierter aus und ein bisschen geiler und ja, ist schon aufgenommen, ich gebe es zu. Und dann geht es weiter mit der praktischen Implementierung von Quicksort auch in Python. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, auch selber immer mal wieder zu üben, mir Feedback zu geben, selber mal den Code zu schreiben in der Sprache, die euch am liebsten ist. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.